So meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Wall Street Story TV. Heute mit dem Walk von Alfie und wir werden uns einfach mal komplett frei, ohne Skript, wie jedes Mal über das Thema Umfeld unterhalten. Denn das Umfeld ist unfassbar wichtig und wird von vielen da draußen unterschätzt. Wir wollen jetzt aber in diesem Video nicht einfach nur diese Standardleihe raushauen und sagen, ja, die 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, die werden dir gut tun. Ich will tatsächlich zu Beginn dieses Videos erstmal auf den negativen Part zu sprechen kommen, denn das Ganze funktioniert sowohl im positiven wie auch im negativen Fall. Und meistens hängen wir bei uns im Umfeld irgendwo mittendrin von Leuten oder sind von Leuten umgeben, die mehr oder weniger auf demselben Level sind wie wir. Das heißt, natürlich hat das auch seine Daseinsberechtigung, dass du der Durchschnitt der 5 Menschen bist, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Das ist mehr oder weniger logisch. Nichtsdestotrotz, wenn du halt irgendwann mal hinkommen möchtest und, sag ich mal, mehr vom Leben haben möchtest, dann ist es umso wichtiger, dass die richtigen Leute um dich herum sind. Einfach aus dem Grund, wenn du die falschen Leute um dich herum hast, werden die dich jedes Mal belächeln. Das heißt, du hast beispielsweise vor, ein Business zu machen und ich kann dir eine Sache garantieren, deine Freunde werden definitiv nicht deine Supporter sein, sondern in der Regel sind das Leute, die kommen von außerhalb und deswegen ist es halt echt wichtig und das ist ein richtig harter Schritt ohne Spaß, weil du brauchst Leute um dich herum, die in die gleiche Richtung gehen wollen. Das heißt, ihr müsst noch nicht einmal auf unterschiedlichen Leveln oder sonstiges unterwegs sein, sondern du brauchst halt wirklich die Leute, die mit dir gemeinsam diesen Weg gehen wollen. Das heißt nicht, dass ihr zusammen ein Business machen müsst, auf gar keinen Fall. Das heißt aber einfach, dass die Leute, wenn du irgendwas Neues machen möchtest, nicht zu dir kommen und dich belächeln und sagen, ah ja, jetzt wird der Junge zum Beispiel Profi-Trader oder sonstiges. Genau das ist das, was damals bei mir passiert ist. Und ich habe mich wirklich, und das war ein essentiell notwendiger Schritt für den Erfolg, ich habe mich von diesen Leuten komplett ferngehalten. Ja? Wenn du beispielsweise keine neuen Menschen hast um dich herum, die in dieselbe Richtung gehen wollen, es ist nicht unfassbar also es ist nicht unbedingt notwendig, du kannst halt auch im Endeffekt dein eigenes Ding machen. Es ist dann aber notwendig, dass du dich von dieser ganzen negativen Propaganda einfach fernhältst und dein eigenes Ding machst und dich wirklich mal, das muss ja nicht für immer sein, ja. Ich habe meine Freunde auch alle geliebt und ich liebe sie auch nach wie vor, aber für einen bestimmten Zeitraum solltest du dich vielleicht einfach mal von denen fernhalten, denn dann kannst du wirklich richtig grinden und du brauchst auch nicht die ganze Zeit Zustimmung von außen und mit den Menschen sprechen, ah ja, ich habe jetzt das und das vor. Mach halt einfach dein eigenes Ding. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, wie die anderen dazu stehen. Du brauchst mit niemandem darüber zu sprechen, du brauchst keinen Zuruf oder Zustimmung. Du musst halt einfach wirklich dein eigenes Ding machen und dich von links und rechts nicht ablenken lassen. So, genug gequatscht. Gib mir gerne mal den Alfie, hau mal ein paar Informationen gerne deinerseits raus, was du... Oder auch so. Ja, mein Mikrofon ist nicht. Okay, Mikrofoncheck hat nicht ganz funktioniert, deswegen gebe ich das Ganze jetzt einfach mal auf diesem Weg weiter. Perfekt, geil. Für mich persönlich ist das Umfeld mittlerweile wirklich nur noch eine sekundäre Geschichte, weil du halt einfach auch merkst, klar, es lebt sich einfacher, wenn du Menschen hast, die den gleichen Spirit haben oder auch vorankommen wollen, aber du brauchst halt irgendwo natürlich auch diese Leidenschaft für den Prozess und die musst du selber entwickeln. Und ich persönlich, ich finde du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du dich umgibst, ich hasse diese Standardfloskeln und keine Ahnung, das Ding ist halt, ich habe mich damals mit Menschen umgeben, die nicht da sind, wo ich hin wollte oder halt auch, die ein ganz anderes Umfeld hatten, die eine ganz andere Ambition hatten und trotzdem habe ich halt mein Ding gemacht. Und deswegen, du brauchst halt diesen eigenständigen Drive und das ist halt auch das, was ich persönlich über die Zeit am meisten gelernt habe, dass du halt auch wirklich für dich Dinge entscheiden musst und nicht von anderen abhängig machen musst. Weil natürlich, wenn du mit neuen Dingen anfängst, dann wirst du zu schnell belächelt von anderen Menschen und viele meinen es ja nicht böse, aber das Problem ist, du fängst was Neues an und du bist wahrscheinlich relativ unsicher, wie zum Beispiel auch im Trading. Und dann kommst du halt zum nächsten Treffen mit deinen Freunden und dann heißt es, na, Mr. Wall Street schon die Millionen verdient. Ich kann mich noch daran erinnern, damals hat ein sehr, sehr guter Freund von mir, hat mich quasi angeschrieben, dann bei Facebook, wir hatten halt noch über Facebook viel Kontakt und er hat dann gefragt nach ein paar Monaten so, als ich in Dubai war, und wie viele Lambos hast du schon? Und dann denke ich mir so, Bro, Alter, ich reiß mir wirklich 24/7 den Hintern auf. Ich schlafe nicht, weil ich nebenbei versuche, ein Buch zu schreiben, nebenbei versuche, einen Videokurs aufzunehmen. Vor allem, wenn ich eine schlechte Phase im Trading hatte und. Das sind Sachen, die, wenn du selber unsicher bist, die einfach pures Gift sind. Und viele Menschen
meinen es halt nicht böse, sind aber generell gewohnt durch ihr Sprachjargon einfach viele Dinge negativ zu formulieren und dadurch, keine Ahnung, geben die dir halt nicht viel Rückenwind. Ne? Aber wie hat sich das Umfeld bei dir in den letzten Jahren eigentlich geändert? Es war halt im Endeffekt so ein schleichender Prozess bei mir. Das heißt, ich habe eigentlich gar keinen Fokus darauf gelegt und habe gesagt, boah, ich muss jetzt unbedingt, weil das ist so ein bisschen, schau mal, wenn du versuchst, dich halt an anderen hochzuziehen, dann ist das immer sehr, sehr negativ behaftet, würde ich sagen. Deswegen das, was du gesagt hast, unfassbar geil. Du brauchst halt diesen eigenen Drive, weil dann ergibt sich vieles halt vollkommen automatisch, ohne dass du jetzt hergehen musst und sagst, boah, ja, ich muss jetzt jeden anschreiben, der vermeintlich erfolgreicher ist als ich, um im Endeffekt dort irgendwie in andere Kreise zu kommen. Das ist ein laufender Prozess, das ist ein automatischer Prozess bei mir gewesen und mittlerweile bin ich sehr dankbar, weil du wirst auf deinem Weg, auf deiner Reise gleichgesinnte Menschen finden, die genau in dieselbe Richtung denken wie du. Und das ist dann halt dein persönlicher Booster, sage ich mal. Und so war es halt im Endeffekt bei mir gewesen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass du dich davon abhängig machen solltest, aber es ist halt eine Stütze. Ja? Wie der Dominik gesagt hat, der mag diese Standardfloskel nicht und ich halt auch nicht. Das heißt, das ist nicht unbedingt notwendig. Es ist einfach nur eine Erleichterung, sage ich mal, weil du möchtest ja nicht währenddessen du reingrowst immer wieder Gegenwind bekommen. Ja, lieber Rückenwind oder gar keinen Wind, sage ich mal, als Gegenwind. Natürlich, man sagt auch, mit Gegenwind fliegt man höher. Du musst aber erstmal die Person sein, die man damit umgehen kann, damit du in der Lage bist, höher zu fliegen. Und in der Regel wird das bei den meisten schon vor dem Durchbruch in Anführungsstrichen daran scheitern, dass sie sich von außen, von ihrem Umfeld halt leider belabern lassen und dann dementsprechend einfach sagen, ah ja, okay, die haben recht. Das sind ja meine Freunde und die meinen das ja alle nicht böse, ja, aber ich bin einfach noch nicht so weit und dann fängst du an, dir dasselbe einzureden und dann geht dein Vertrauen in dich selbst runter und was wird passieren? Du glaubst selbst nicht mehr dran und im Endeffekt sagst du einfach, ach komm, ich werfe das Handtuch, ich gehe wieder mit meinen Jungs auf der Parkbank ein Bierchen trinken und da fühle ich mich sowieso viel, viel wohler. Aber du siehst halt wirklich nicht dieses langfristige Picture, dass wenn du mal in der Lage bist, ein paar Jahre dein eigenes Ding zu machen, kommt dein Umfeld von ganz alleine. Aber gerne, wenn du noch was zu sagen hast, würde ich auch noch mal rüber an dich geben. Gerne. Auf gar keinen Fall die Verantwortung an andere Menschen abgeben, weil das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Das ist genauso wie wenn du sagst, beispielsweise, ich brauche eine Partnerin oder einen Partner, um glücklich zu sein. Damit bist du so egoistisch, dass du dein Glück anderen Menschen in die Hand legst und sagst, mach mich glücklich. Und das Gleiche ist auch bei dem Umfeld. Es ist cool, gute, erfolgreiche Freunde zu haben, dass wenn du dich mit denen triffst und halt siehst, okay, die feiern vielleicht den oder den Erfolg, dass du dann halt vielleicht auch merkst, okay, ich muss vielleicht auch ein bisschen Gas geben oder ich habe auch Bock, davon zu berichten und. Aber die Sache ist halt, du darfst niemals darauf angewiesen sein. Weil wenn du darauf angewiesen bist, dann findest du immer wieder eine Entschuldigung. Dann findest du auch immer wieder eine Situation, wo du halt einfach sagst, ich will beispielsweise oder ich muss mich mit jemandem treffen, damit ich beispielsweise die Energie bekomme, damit ich dies oder jenes bekomme. Und ich kann euch eine Sache sagen. Wenn wir Lowballer uns mit krassen Menschen treffen wollen, die treffen sich nicht einfach mit dir. Du kannst nicht immer diese Standardfloskeln leben und sagen, ich umgebe mich jetzt mit 5 krassen Unternehmern, damit ich selber ein krasser Unternehmer bin. Die haben erstens keinen Bock, auch jemanden immer durchzuziehen. Die haben zweitens keinen Bock, nur weil du dich treffen willst, dich mit dir jetzt direkt zu treffen. Und drittens, du musst halt in aller Regel auch erstmal, ich weiß nicht, auf dieses Level kommen. Und wenn du dich davon komplett loslöst und gar nicht sagst, ich muss mich mit irgendwelchen anderen Menschen treffen, die müssen mich gar nicht hochziehen, sondern du wirklich für dich sagst, ich will die beste Version meiner selbst sein, dann hast du mehrere Dinge. Punkt 1, du löst dich komplett von irgendwelchen Vergleichen, dass du halt sagst, oh, der und der verdient so und so viel Geld oder der hat das und das. Dann löst du dich von Vergleichen und damit hast du automatisch weniger Druck. Und Punkt 2, du beschäftigst dich mehr mit deiner Leidenschaft, mit dem Prozess, was bedeutet, du für dich willst besser werden und dann kannst du auch deine eigenen Erfolge feiern. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir persönlich extrem wichtig ist. Du kannst ein cooles Umfeld haben, es bedeutet nichts für dich und für deinen Erfolg, gerade auch im Trading, es bedeutet nichts für dich, erfolgreich im Trading zu sein. Wenn ich das sogar sagen darf, kack auf dein Umfeld, verbring mit den Menschen Zeit, mit denen du Lust hast, Zeit zu verbringen. Aber hör auf immer dieses, irgendwas muss mir einen super krassen Mehrwert bringen. Ich muss dies machen, ich muss das machen, ich muss mich mit krassen Netzwerkern umgeben. Die Leute, die du auf Netzwerktreffen triffst, sind meistens genau die mit dem gleichen Spirit. Und dann triffst du doch wieder die gleichen Leute. Und auf dem gleichen Level und dann bleibst du wieder quasi da stehen. Willst du noch was sagen? Oder?
David ist fertig. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir lassen den Kleinen jetzt noch ein bisschen laufen und wir hören uns bald wieder. Deine Wall Street Story TV. Wall Street Story TV. Ciao, ciao. Ciao.